Hallo zusammen, herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen News-Video. Heute geht es um den Staatstrojaner, beziehungsweise die Staatstrojaner, Plural müsste man hier verwenden. Da ist heute ein wunderbarer Artikel rausgekommen. Endlich haben wir ein paar mehr Informationen über dieses Ding, denn keine Sau wusste, was das eigentlich ist. Und ja, es liefen einige Klagen, unter anderem von Netzpolitik, gegen unseren Staat, dass eben die Informationen darüber rausgeholt werden, sozusagen. Also, dass quasi alles veröffentlicht wird. Ein paar Sachen haben wir jetzt bekommen, unter anderem auch Statements der Parteien, wie sie dem Staatstrojaner gegenüberstehen. Und ein paar Sachen möchte ich euch jetzt auch vorstellen. Wir haben nämlich mittlerweile nicht nur einen Staatstrojaner, sondern 3 Stück. Von denen sind aber 2 ungefähr unfähig, möchte man sagen, und eine ist einfach nur Overkill. Aber ja, insgesamt sind ungefähr 6 Millionen Euro für die letzten 2 Staatstrojaner raufgegangen und jetzt sind sie endlich mal einsatzbereit, scheinbar zumindest. Okay, ich möchte mit euch hier oben die Quellen gleich noch mit durchgehen, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal über den Browser das gemacht und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen einfacher. Okay. Wir haben jetzt den 5. Staatstrojaner seit 10 Jahren, haben wir hier offensichtlich. Und der erste, das ist der älteste, der war von 2007, der war aber relativ unnötig, weil der quasi nichts konnte und relativ schnell wieder weggegangen ist. Der zweite, das ist der allein in Bayern schon 23 Mal eingesetzt wurde. Und ja, das stimmt auch tatsächlich so. Ich habe hier den Prüfbericht tatsächlich offen. Und das ist sehr interessant, da steht es unter anderem auch drin. Aber ich glaube, euch interessiert auch, wie das Ganze jetzt auch wirklich funktioniert und was das Ding alles kann. Das ist ein Staatstrojaner von Digitask. Digitask hieß die Firma, soweit ich weiß. Ja, genau, hier. Und ja, wir gucken uns einfach mal ganz kurz an, was genau das Ding kann. Also es ist mittlerweile ein bisschen verbuggt und funktioniert scheinbar nicht mehr, aber funktioniert im Endeffekt, also das Prinzip dahinter ist eigentlich relativ simpel. Und zwar haben wir hier, natürlich gab es damals, also der war bis 2011 im Einsatz, danach eigentlich nicht mehr wirklich. Und damals gab es auch schon Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damals, das ist noch nicht so lange her, aber egal. Und es war damals schon sozusagen klar, man muss vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung aufzeichnen, weil ansonsten hat man eigentlich keine Chance, denn dazwischen ist es ja verschlüsselt und Verschlüsselung brechen geht tatsächlich nicht. Das heißt, man muss irgendwie entweder aufs Endgerät, also sprich aufs Handy oder auf den Server kommen, um dann dort die Spionage zu betreiben. Und normalerweise war dann eben der Zweck, also man durfte natürlich nicht auf den Server, wenn man dort sowieso alle überwacht hätte. Also sprich, sagen wir mal, wir nehmen WhatsApp als Beispiel. Wobei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja dann sogar von User auf User geht, dann musste man halt auf das Handy von dem Verdächtigen kommen. Also man durfte das Ganze jetzt nicht einfach so anwenden, auf Verdacht hin, sondern man musste wirklich einen richterlichen Beschluss haben, du darfst Person XY überwachen und ja, okay. Das heißt, man durfte den Trojaner auf das Handy von Person XY drauf installieren, ohne deren Wissen, steht auch hier irgendwo in dem Bericht drin, weiter oben, ich glaube Seite 5 oder sowas oder Seite 10 und dann hat man dort quasi Zugriff gehabt vor der Verschlüsselung, sprich bevor die Daten irgendwie unleserlich wurden, also auf den Klartext von eben zum Beispiel Messenger-Nachrichten, Voice-over-IP war das Beispiel, was Sie hier jetzt in dem Bild hatten, kommt aber gleich noch ein bisschen genauer und so weiter und so fort. Allerdings funktionierte das Ganze nur auf Rechnern, also nicht irgendwie mobil. Das heißt, mobil war natürlich jetzt noch nicht so weit verbreitet wie heute, aber trotzdem schon relativ verbreitet und deswegen ist das Ding eigentlich auch mittlerweile fast nicht mehr im Einsatz, weil ich meine, so viele Leute schreiben wir auch nicht mehr über den PC, ne? Okay, das bestand aus 2 Komponenten, nämlich einmal der Remote Capturing Unit, das war sozusagen der Trojaner, der auf dem, da steht ohne deren Wissen, okay, doch Seite 17, sorry, der auf dem Rechner von der Person installiert wurde und aus einer Recording Unit, das war sozusagen die Version, die beim Amt dann oder bei der ermittelnden Einheit installiert war und die hat quasi einfach alles aufgefangen. Und damit es eben nicht erkannt wurde, weil man könnte ja von dem BLKA die IPs raussuchen, damit es nicht möglich war, hatte man mehrere Proxy-Server zwischengeschaltet, also im Endeffekt einige Proxy-Server zwischengeschaltet, damit es eben nicht aufgefallen ist, damit man hier sozusagen auch die Polizei unerkannt bleibt. Okay, gehen wir ein bisschen weiter runter. Ich fand das eigentlich relativ interessant. Ihr könnt euch ganz gerne das ganze Ding komplett durchlesen. Der Bericht hier ist auch bei Netzpolitik verlinkt gewesen. Wie das Ganze funktioniert, ist super cool gewesen. Funktioniert natürlich nur bei Windows, also Linux, keine Sorge, ihr seid safe.
Aber man hat dann eine DLL bei Windows in der Registry registriert im System 32 und hat die dann sozusagen automatisch laden lassen und konnte dann eben hier auch sagen, man kann die DLL in den Start von zum Beispiel Firefox einbinden, was eigentlich ziemlich cool ist. Und wenn diese DLL eingebunden wird, dann kann man eben hier alles mitlesen, was bei Firefox getippt wird. Also zum Beispiel Passwörter oder sonst irgendwas, konnte man halt alles so ein bisschen mitlesen. Und teilweise war das allerdings nicht möglich, weil halt manche Anwendungen nicht unterstützt wurden. Also sagen wir mal, ihr benutzt irgendwas Exotisches oder selbstgeschriebenes im schlimmsten Fall noch, was vielleicht auch verbuggt ist oder sonst irgendwas. Für diesen Zweck gab es dann eben Bildschirmfotos, die man machen konnte. Und das sah dann in etwa so aus, also richtig geile Auflösung. Ja, aber hey. Und dann hat man eben, also das hier ist ein Bericht darüber, also ein Prüfbericht tatsächlich, ein offizieller. Und dann waren eben halt auch von Google-Diensten oder Internetverkaufsbehörden, die keine Verschlüsselung, also kein HTTPS, das war damals noch nicht so wirklich verpflichtend, 2011 wohlgemerkt. Ja, das war dann sozusagen dann trotzdem fotografiert worden und Voice-over-IP ist natürlich auch dabei gewesen. Also quasi, wenn ihr telefoniert habt, dann, also übers Internet telefoniert habt oder irgendwie Teamspeak oder sowas wahrscheinlich auch, dann war das da dabei. Dann wurde es einfach aufgezeichnet bei euch auf dem Gerät und eben dann davor, bevor es weitergeleitet wurde, an die Behörde geschickt und konnte dann entweder live mitgehört werden oder im Nachhinein abgespielt werden. Und Skype, ICQ, Yahoo Messenger und IRC-Protokoll war dann natürlich auch dabei. Also ihr seht, nicht so viel jetzt unterstützt. Heutzutage sind wir natürlich wo komplett anders. Okay, das war sozusagen die erste richtige Version vom Staatstrojaner, ist mittlerweile auch, oder momentan immer noch die am weitesten eingesetzt wurde. Aber wie gesagt, der neueste ist ja jetzt quasi gerade erst fertiggestellt worden. Und ja, wir haben jetzt hier mittlerweile, das BKA hat sich selber was programmiert, nämlich RCIS oder Remote Communication Interception Software 1.0, die für Desktop-Rechner Skype auf Windows abhören konnte. Und die konnte halt wirklich nicht mehr, was schon ein kleines Armutszeugnis war, ehrlich gesagt. Aber ich bin ganz dankbar dafür. Wer benutzt bitte Skype auf Windows? Naja, egal. Und ja, dann hat man hier irgendwie das Ding zum Einsatz freigegeben, aber man programmiert dann eben an RCIS 2.0 Mobile, was dann eben auch auf Smartphones und Tablets funktionieren soll. Und das Ding hat auch schon ganz schön Asche gekostet, wobei für eine Anwendung, für so eine große Anwendung, hier übrigens geht es noch weiter, und insgesamt 5,8 Millionen Euro, also ja, schon ordentlich. Und mittlerweile, oder daran entwickeln sie, glaube ich, immer noch so ein bisschen, wurde 2017 geprüft, ist aber noch nicht wirklich im Einsatz und dafür haben sie dann so als Zwischenlösung quasi den Finfisher genommen und Finfisher ist ein brutales Teil. Das kann quasi alles, wurde auch schon in mehreren Diktaturen eingesetzt und ja, da will ich gleich noch mit euch ein bisschen genauer drauf gucken. Wurde aber mehrfach überarbeitet, also insgesamt 3-mal musste es überarbeitet werden, weil es einfach zu krass war, weil es vom deutschen Gesetz her nicht mehr in Ordnung war. Und die dürfen, also die letzte Version, also die letzte überarbeitete Version darf mittlerweile eingesetzt werden. Seit einem Jahr circa dürfen sie die einsetzen. Und ja, sagen wir einfach mal, das Ding ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser. Ganz kurz, ihr wisst, und ja, das steht hier unten auch nochmal, ihr wisst ja, dass in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen mittlerweile auch der Staatstrojaner zur Gefahrenabwehr verwendet werden darf. Und das ist schon ganz krass, weil jetzt nehmen wir mal an, ich werde einfach nur verdächtigt, irgendwas gemacht zu haben. Also von mir aus, ich habe Hacking-Videos, also warum sollte ich nicht auch, keine Ahnung, Pentests auf Webseiten durchführen, für die ich keine Erlaubnis habe. Mache ich zwar nicht, aber von mir aus liegt halt irgendwie ein Verdacht vor und dann darf die Polizei einfach sagen, okay, und ich gebe dem jetzt einen Trojaner. Was ich natürlich nicht so geil finde, weil, ja, ist immer noch meine Sache, was ich mache, aber die machen es halt einfach und ja, das ist Gefahrenabwehr, das heißt, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen ganz besonders betroffen, alle anderen noch nicht so unbedingt, das heißt, mir kann sowas zum Glück aktuell nicht passieren. Sollte zumindest nicht passieren, man weiß ja nie, was hintenrum so passiert, ne? Naja, weiter unten, also der Artikel ist natürlich verlinkt, von dem findet ihr eigentlich alles. Weiter unten findet ihr dann auch hier die Statements der Parteien, also die SPD meint, ja, wenn man schon sowas macht, dann muss man maximal transparent sein. Die FDP sagt, ihr seid scheiße. Und ja, die Grünen sagen, es ist ein Skandal. Hier habt ihr aber die Volltexte. Ich würde euch die vielleicht empfehlen, das sind nur Ausschnitte daraus. Auch die
Antworten hier unten, da kann man jetzt nicht wirklich so viel rausziehen, außer vielleicht aus der ersten Antwort. Die anderen verweisen einfach nur auf irgendwas in den Dokumenten. Also ich würde euch vielleicht diese Volltexte hier empfehlen. Die sind ganz nützlich. Okay, aber was ich jetzt noch mit euch kurz machen will, ist hier die anderen Links kurz durchgehen. Und zwar der BND, der darf ja sozusagen auch im Ausland alles überwachen und das machen die auch. Also da steht auch keine Einschränkungen oder sowas drin. Die nutzen halt diese ganzen Trojaner da als weiter, wenn sie drauf Bock haben quasi. Und ja, das hier ist die Strafprozessordnung, was alles überwacht werden darf mittlerweile. Und da, seht ihr, muss ich schon ganz schön hart ranzoomen, weil es echt arschklein ist. Aber ja, da sind mittlerweile richtig, richtig viele Straftaten dabei, die überwacht werden dürfen. Also ich meine, beim Mord, Totschlag oder sowas verstehe ich. Gut, klar, da auch. Also es sind ein paar Sachen drin, da ist eigentlich schon fast klar, dass man das braucht. Aber ein paar Sachen sind halt wirklich so, wenn man da nur einen Verdacht hat, ja, also ich meine, Straftaten sind Straftaten, aber ein Verdacht ist halt echt nicht viel, ne? Ich kann relativ schnell einen Verdacht haben, dass irgendjemand, keine Ahnung, zum Beispiel bankrott gegangen ist und dann auf einmal sagen, hey, komm, machen wir hier mal Staatstrojaner drauf. Das ist für mich irgendwie nicht ganz klar, warum sowas sein muss, warum man da so krass dagegen vorgehen muss. Aber ich will euch eigentlich jetzt nicht irgendwie beeinflussen oder sowas. Ich will euch einfach nur ermutigen, das Ding wirklich auch mal selber durchzulesen. Ich habe euch hier mal einfach die relevanten Artikel auch rausgesucht. Und jetzt noch ganz kurz zum Finfisher. Also das hier war der Prüfbericht. Ich kann nur hier in der PDF nicht markieren, deswegen habe ich das extern aufgemacht. Jetzt noch ganz kurz zum Finfisher. Das ist dieses Zwischenlösungsdings, was die da gerade entwickelt haben und was jetzt auch schon im Einsatz ist seit einem Jahr, bevor eben diese neue RCIS-Version rauskommt. Und das Ding kann so ziemlich alles. Hier auf der Webseite, das ist die offizielle Webseite von Finfisher, die sagt nicht wirklich viel aus. Sie sagen nur, dass es eben gegen ernsthafte Kriminelle und ihre Helferlein ziemlich gut sein soll und dass es ja so viele wahnsinnig tolle Funktionen hat. Da steht aber im Endeffekt nicht wirklich viel drin. Sieht man halt auch mal wieder, die müssen sehr, sehr viel geheim halten. Was allerdings vielleicht eher interessant ist, das wollte ich eigentlich hier haben, ist was von WikiLeaks. Die haben nämlich hier mal von Finfisher ein paar Dokumente geleakt und die fand ich gar nicht mal so unspannend. Die benutzen hier nämlich auch erstmal einen Master und einen Proxy und einen Agent, bla bla bla, ist nicht so wichtig. Das hier fand ich eine wundervolle Grafik, weil wir hier sehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir hier einmal den infizierten PC, also das ist jetzt wirklich die neue Version, die gerade aktuell im Einsatz ist, bevor die neuesten neuen Dinger halt. Wir wissen ja, wir haben 3 Staatstrojaner im Endeffekt, das ist einer davon. Und ja, das ist sozusagen das Opfersystem und der schickt einfach dauerhaft einen Heartbeat zu einem Relay. Was ist ein Heartbeat? Ein Heartbeat bedeutet einfach alle paar Sekunden einmal kurz einen Ping hin, damit das Relay weiß, dass das System noch aktiv ist. Das heißt, wenn mein PC an ist, schicke ich einfach alle paar Sekunden kurz einen Ping dahin und das Relay weiß immer genau, wenn ich online oder offline bin. Das ist schon mal eins. So, und dieses Relay hier, das forwardet jetzt zwischen dem Target, also dem System hier, und dem Master. Das heißt, wir haben hier mehrere Proxys. Im Endeffekt sind das Proxy-Server hier, durch die das Ganze durchgeht, mehrfach. Also nicht nur einer, sondern wir sehen hier mehrere Proxys. Und der Master, der empfängt sozusagen alle Daten, speichert das Ganze in der Datenbank und verarbeitet das und schickt es eben an die jeweiligen Agents und die können das dann eben überwachen. Also zum Beispiel, wenn die deutsche Polizei ein Recht hat, irgendwo was drauf zu installieren, dann haben es vielleicht die Amerikaner noch nicht. Und dieses Finfisher oder auch FinSpy genannt, wenn ihr danach suchen wollt, dann möchten die natürlich auch nicht unbedingt, dass jetzt die ganze Welt die Informationen kriegt. Es kann ja relativ sensible Daten da schon geben. Hoffentlich, sonst macht es nicht wirklich Sinn, das Ding einzusetzen. Ja, hat sogar ein wunderschönes Interface, nur ein bisschen verpixelt hier, wie wir sehen können. Aber wir sehen hier auch, dass hier zum Beispiel ist was Deutsches drin. Und hier unten sehen wir dann United Kingdom, hier ist nochmal Germany dabei, Nigeria haben wir dabei, hier ist nochmal USA, wobei ich nicht genau erkennen kann, wo in USA, und hier unten ist United Kingdom nochmal abgebildet. Das heißt, schön alles vermischt sozusagen, also da kann man schon echt einiges damit machen scheinbar. Und wir haben Live- und Offline-Target Configuration, was so viel bedeutet wie, wir können
alles einstellen, was wir wollen. Also hier sehen wir auch für die Screen Capture, das heißt, man kann einfach den Bildschirm mitfilmen, man kann die Webcam mitfilmen und das wird natürlich auch wahrscheinlich für mobile Geräte funktionieren, nehme ich zumindest einfach mal an. Also das wird ja professionell von der Softwarefirma entwickelt sozusagen. Und ja, dann haben wir hier alle möglichen Funktionen, was alles geleakt werden kann. Alles wird schön aufgezeichnet und ja. Allerdings sagen sie auch hier unten, das ist vielleicht doch noch ganz interessant, hier in Frage 2 heißt, das BKA hat in keinem der oben genannten Fälle sogenannte Zero-Day-Sicherheitslücken ausgenutzt. Das bedeutet, sie sind nicht irgendwie durch Zero Days bei euch eingedrungen oder so, sondern ja, ich weiß nicht, wie sie dann auf die Rechner draufkommen wollen, aber scheinbar haben sie das nicht gemacht und das sollten schon rechtskräftige Aussagen hier sein. Vielleicht weiß da jemand von euch mehr darüber. Ich habe jetzt nichts gefunden, wie sie dann noch wirklich reingekommen sind. Das heißt, wenn ihr dann noch ein bisschen was darüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, verlinkt jede Datei, auf die ihr Bock habt. Wenn ihr im Spam landet, dann tut es mir leid, dann muss ich da natürlich immer manuell reingucken. YouTube hat da mittlerweile eine ziemlich ausgefuchste Technik und ich gebe zu, ich gucke leider viel zu selten in den Spam-Ordner rein. Aber eigentlich sind es auch meistens die Spam-Leute, die dann da drin landen. Aber wenn ich weiß, dass ihr viele Links postet, dann schaue ich da natürlich besonders viel rein. Und ja, teilt mir eure Meinung mit und teilt auch allen anderen eure Meinung mit. Schreibt einfach Kommentare, schaut im Discord vorbei, da wird sicher auch eine Diskussion entstehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!